schaue das an, was man an den Knochen heutzutage noch ablesen kann, Krankheiten, Verletzungen, so die Life Histories aus dem Knochen. Mein Forschungsschwerpunkt liegt in der Analyse, in der genetischen Analyse von archäologischem Skelettradmaterial. Mein Forschungsschwerpunkt ist die Analyse alter DNA. I'm an archaeological scientist and I specialize in geochemistry and how we can use an understanding of geology to work things out about our archaeological past. Ich bin von Hause aus Geologe ausgebildeter und habe mich in die Spezialrichtung Geochemie seit über 10 Jahren spezialisiert und wende diese auf verschiedene fossile, aber auch rezente Skelettreste an. Ich bin prähistorische Archäologin und habe mich seit langer Zeit auf die Erforschung des osteuropäischen Steppenraums spezialisiert. Ich arbeite im Bereich der Paläogenetik, also Ancient DNA-Forschung. Ich beschäftige mich vorzugsweise mit der Entstehung komplexer Gesellschaftsformen. Das heißt, ganz besonders spannend ist das 3. und das 2. Jahrtausend für mich. Isotopengeochemie ist mein Fachspektrum. Ich bin Archäologin, Schwerpunkte eher spagatmäßig. Mit einem Bein stecke ich ganz tief im alten Neolithikum, in der Bandkeramik. Mit dem anderen balanciere ich mich so an die Römer heran, also nicht die Römer, sondern die späten Kelten. Ich bin naturwissenschaftliche Archäologin und Anthropologin und arbeite mit Isotopenanalysen an Skelettresten. Ich versuche, die Erkenntnis voranzubringen, und zwar Erkenntnis dahingehend, dass wir versuchen, prähistorische Lebensrealitäten so weit als möglich zu rekonstruieren und im Museum den Leuten davon auch zu erzählen. Wenn man mir erzählt hätte, 1980, ich würde mal Auto fahren und das Navi würde mir sagen, mit einer freundlichen Frauenstimme, Sie haben das Ziel erreicht, hätte ich ihn für einen hypothetischen, für einen Spinner gehalten. Und genauso wäre es mir gegangen, wenn man mir im Studium erzählt hätte, dass man gleichsam biografische Geschichten schreiben kann. Dieser sprunghafte Anstieg der archäometrischen Wissenschaften, also eben gerade jetzt diese ganzen Isotopengeschichten, die jetzt wie eine Fieberkurve nach oben steigen in den letzten Jahren, kann man sagen, das ist ja geradezu inflationär und das ist ganz toll, weil sich dadurch einfach sehr viele neue Wege öffnen. Wir können ganz andere Fragestellungen überhaupt erstmal in den Kopf bekommen, die wir früher sicherlich nie, sagen wir, überhaupt näher ins Kalkül gezogen haben. Also Archäologen erwarten von Naturwissenschaften Ergebnisse und Erkenntnisse, die wesentlich über das hinausgehen, was die reine Archäologie für sich leisten kann. Und da geben natürlich die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelten naturwissenschaftlichen Methoden, DNA-Analyse, Isotopenanalyse, hervorragende Möglichkeiten. Die sind inzwischen relativ gut etabliert, aber jetzt kommen sie sozusagen in die Testphase und jetzt kommen wirklich die ersten größeren Studien auch an die Öffentlichkeit mit den ersten wirklich fundierten Ergebnissen. Und da zeigt sich, dass einerseits natürlich die Erwartungen erfüllt werden, andererseits aber vielleicht auch nicht vollständig erfüllt werden. Es wird eigentlich von der Forschung von alter DNA erwartet, dass sie die ähnlichen Daten liefern kann, wie das zum Beispiel auch Forensiker heutzutage tun, dass der gleiche Informationsstatus erreicht wird im Prinzip. Und das ist ja schon ein ganz großer Anspruch, denn die DNA, die wir uns anschauen, die ist ja Jahrtausende alt und ist auch entsprechend beschädigt und degradiert. Aber diese modernen Techniken sollen halt auch mehr und mehr dazu führen, dass dieses Manko quasi wettgemacht wird. Natürlich muss DNA da sein, um irgendwas zu untersuchen, muss auch was da sein. Aber ich bin inzwischen optimistisch, wenn DNA erhalten ist, dann finden wir sie auch. Gerade für die Genetik werden wir offenbar von einer Datenflut überrascht, die wir gar nicht auswerten können als Archäologen, sondern wir sind dann tatsächlich darauf angewiesen, dass die Genetiker uns aufbereitete Ergebnisse vorliegen. Und da ist es dann wiederum auch ganz wichtig, dass wir in ganz engen Kontakt und Austausch stehen, damit wir die Fragen stellen, beziehungsweise uns die Fragen auch beantwortet werden, die wir auch tatsächlich gestellt haben. Well, I mean, really the techniques we use rely upon the fact that when you eat something, you consume a little bit of the rock that made up the soil,
and that rock contains chemicals that tell us about the location or the age of that rock, and they end up in your teeth. And so by analysing these chemicals in your teeth, we can work out which type of rocks your food came from, as it were, and then we can get a geological map and we can start tracing where you grew up when your teeth were forming between the ages of maybe 2 and about 12. Wir arbeiten einfach mit letztlich mit Gesteinssignaturen oder mit Wassersignaturen, und die sind nicht einzigartig, die sind möglicherweise unterschiedlich. Also das ist eigentlich die Hoffnung, wenn wir zum Beispiel Sauerstoff oder Strontiumisotopie und so weiter verwenden, dass wir unterschiedliche Signale bekommen und dann eben auf unterschiedlichen Kriterien aufbauend Gegenden ausschließen können. Das dann geografisch einzuordnen, wo genau diese Person gelebt hat, ist oft sehr, sehr schwierig, weil die Geologie komplex ist und weil natürlich auch die Vergleichsmessungen, quasi Daten von verschiedenen Gesteinen oder den Pflanzen, die auf diesen Gesteinen wachsen, meist nicht existieren. Das heißt, man muss sehr viel Grundlagenforschung auch machen oder eben aufgrund von geologischen Daten versuchen, Abschätzungen zu treffen, wie die Isotopenzusammensetzung auf den verschiedenen Untergründen, die in Frage kommen, wo vielleicht der Mensch oder das Tier gelebt hat, zu rekonstruieren. Wir haben ein paar Proben, die stammen aus Höhlen, die sind in der Regel sehr, sehr gut erhalten. Andere wiederum aus kalkhaltigeren Böden, die sind auch sehr gut erhalten. Andere aus sauren Böden, da finden wir dann oft keine DNA mehr oder die Knochen sind auch vergangen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss sich auf jeden Fundort neu einstellen und auch oft innerhalb eines Fundortes verschiedene kleine Mikroumwelten berücksichtigen oder aber auch einzelne Knochenelemente. Zähne zum Beispiel sind meistens beim Menschen besser erhalten als Langknochen oder Rippen. Es kommt immer wieder auf die einzelne Probe an, immer wieder aufs Neue. Yes, of course there are lots of limitations, and one of the big problems is if you bury something in the ground, you lose a lot of the biological information, and so there's isotopes that are coming in from the groundwater and that are swamping the biological signal. So we have to be very careful with the way that we sample and the samples that we choose, that we're not actually just measuring things that are happening once the individual has been buried. Jede Minute, die quasi vergeht, ohne dass die Proben gesichert und gekühlt sind, schadet der DNA zum Beispiel. Oder jegliche chemische Einflüsse, die auf die Skelette einwirken, sollten natürlich vermieden werden, solange die Proben noch nicht genommen sind. Die Kollegen müssen einfach wissen, welche Methoden existieren, wie man Material und Proben bergen muss, um eben diese Erkenntnismöglichkeiten auch tatsächlich wahrnehmen zu können. Wir haben schon unsere Protokolle, die wir auch gerne an die Archäologen weiterreichen. Das sind einmal Protokolle über die Wahl der Probe, der richtigen Probe, woran erkenne ich, welche Probe geeignet ist für die Untersuchung, welche ist weniger geeignet, aber vor allen Dingen auch der richtige Umgang mit der Probe. Wie entnehme ich die möglichst kontaminationsfrei während der Grabung, wie lagere ich die Probe, das sind alles Faktoren, die einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Erfolg der anschließenden DNA-Analyse haben. Die Probennahme am Skelettrest selber ist sehr wichtig, weil man wissen muss, wie der Knochen oder der Zahn wächst. Und dort ist es dann eben wichtig, das zu berücksichtigen, weil man halt ja einen bestimmten Zeitraum in dieser Probe repräsentiert hat, in dem der Skelettrest oder der Mensch sozusagen gewachsen ist oder wo er gelebt hat. Und da eben ja Knochen zeitlebens sich umbauen, sind sie ein integrativer Mittelwert und Zähne halt eben inkrementell wachsen, wie eigentlich auch Korallen oder Bäume. Dann muss man eben schauen, dass man eben die entsprechenden Zähne oder Wachstumsinkremente beprobt, die einen dann den Zeitraum, den man analysieren möchte, aus der Lebensspanne des Menschen oder Tiers repräsentieren. Also da ist es wichtig, wo man die Proben konkret nimmt. One of I think the most exciting things that we're doing at the moment is we're developing ways of taking very, very tiny samples from teeth using a laser. And what that allows us to do is to take 200 or 300 samples down the growth axis of a tooth. And your tooth starts to grow usually just shortly after birth from the crown, and it grows incrementally over time down to the root. And that means it's saving all of those chemicals from all of those different meals that you had in all those different places. And by being able to sample at this tiny spatial resolution, we can see the differences perhaps on a weekly basis of where it is you're getting your food. So if people are moving around from summer to winter to perhaps pasture their cattle in different places, or whether they're actually marching across Europe, going long distances, we should be able to see this in their teeth.
Und es gibt natürlich mittlerweile auch, und dort wird sicher die Tendenz weitergehen, mikroanalytische Verfahren, wo man quasi In-situ-Analysen durchführen kann mit Laserablation, wo dann quasi mit einem Laser sehr kleine Probenvolumina von der Probe, man sagt, ablatiert werden, also quasi rausgeschossen werden und an denen dann eben natürlich sehr hohe Ortsauflösung und sehr kleinen Probenmengen und damit auch sehr kleinen Schaden direkt an der Probe sogar teilweise Analysen durchgeführt werden können. Natürlich nicht für alle Systeme, aber für bestimmte wie der Strontium ist das sicher eine interessante Methode, die Zukunft haben wird. Also ich glaube, dass noch sehr viel mehr möglich ist, als jetzt 2009 möglich sein wird. Da wird sicher, ganz sicher der technologische Fortschritt dazu beitragen. Also wenn es darum geht, wie nachweisempfindlich sind die Gerätschaften, die den Naturwissenschaftlern zur Verfügung stehen. Das ist auf jeden Fall eine Determinante und da tut sich aber ständig wieder irgendetwas Neues, irgendetwas, von dem man dann überrascht ist, dass jetzt also auch dieses möglich ist. So, was wir im Moment machen, ist in erster Linie Arbeiten mit PCR. Wir schauen uns ganz bestimmte Fragmente an und machen damit die Analysen. Das wird alles in wenigen Jahren Schnee von gestern sein. Dann wird man einfach nach der ganzen DNA greifen, die in einem Extrakt drin ist. Und das ist toll. Also diese ganzen Next-Generation-Sequencing-Methoden, wie sie heißen, also dieses 454 und Illumina und sowas, das gibt uns auch Möglichkeiten, die uns mögliche Studien in Aussicht stellen, wo wir vor 5 Jahren noch nicht mehr hätten dran denken können. Ist noch nicht absehbar, wohin das führt, außer dass wir sehen können, es wird erschwinglich und möglicherweise auch erschwinglich für die Archäologie. Da sind wir sehr zuversichtlich und sehen optimistisch in die Zukunft. Unter der Prämisse, dass wir die Bioinformatik in den Griff bekommen. Dass wir trainierte Leute bekommen oder die Leute in der Bioinformatik für die Archäologie interessieren, um uns mit der Interpretation der Daten letztendlich zu helfen. Moderne Archäologie ohne diesen ganz speziellen naturwissenschaftlichen Beitrag ist gar nicht mehr denkbar. Es ist in dem Sinne die einzige Möglichkeit, Kulturgeschichte nun richtig naturwissenschaftlich belegt zu schreiben. Wir kommen etwas weg von diesen Modellen, die wir auf Basis von Typologie, typologischen Vergleichen gezogen haben, also auch die Frage von Bevölkerungsbewegungen, Verschiebungen und so weiter. Die Fragestellungen an die Genetik, die wir haben und an die neuen Methoden betreffen zuallererst momentan das Neolithikum. Ab wann gibt es einen erheblichen Bruch, der sozusagen die heutige Bevölkerungszusammensetzung in Haplogruppen zeigt? Wann können wir davon sprechen, dass Linien durchgehen oder dass Linien weitergehen? Welche Linien sterben überhaupt aus? Welche Haplogruppen sind nicht mehr vorhanden? Ich nannte bereits die Bandkeramik. Und sind diese Brüche auch kulturelle Brüche? Das sind die ganz großen Fragen, die wir haben. Wenn man so ein bisschen die Gedanken spielen lässt und sich überlegt, was gerade alles in den Bereich des Möglichen rückt, was vor wenigen Jahren noch nicht möglich war. Einfaches Beispiel, diese kompletten mitochondrialen Genome vom Neandertaler und wachsende Anteile auch des nuklearen Genoms oder das Gleiche, was auch mit dem Mammut gemacht worden ist. Das ist schon faszinierend und es ist ganz, ganz neu, dass wir darüber nachdenken können, mal das gesamte Genom vom Neandertaler rekonstruieren zu können oder von einem Mammut. Und wenn man dann die Gedanken richtig fliegen lässt, dann fragt man sich natürlich auch, wie lange es denn wohl noch dauert, bis man das erste Mammut wieder im Zoo besichtigen kann. Die Methodenentwicklung, zum Beispiel in der Isotopie oder in der DNA, ist in den letzten 3 Jahren exponentiell gewachsen. Also selbst die Fachleute werden zum Teil überrollt von der Methodenentwicklung. Zum Beispiel die Darstellung der Daten, das Modellieren der Daten ist eine eigene Wissenschaft für sich. Die dazu zugehörigen Computerprogramme werden von den Leuten, die die Daten erheben, gar nicht mehr beherrscht, geschweige denn wahrscheinlich verstanden. Das machen ganz eigene Arbeitsgruppen. Also wie überall, das Wissen explodiert und spezifiziert sich in immer kleinere Häppchen, die kaum überblickt werden können. Man muss wissen als Archäologe, der das bündeln sollte, was kann man machen, zu welchem Zweck, was ist überhaupt sinnvoll und was ist meine kulturgeschichtliche Aussage, was will ich eigentlich damit? Ja? Letzten Endes ist es unsere Aufgabe als Archäologen, Anthropologen,
die Entwicklung in den Naturwissenschaften zu verfolgen und die Dinge zu erkennen und aufzugreifen, die wir selber für unsere Arbeit benutzen können und dann adäquate Beprobungsstrategien zu entwickeln, sodass die neuen Methoden bestmöglich genutzt werden können.